Fällst du manchmal in diese Falle? Du willst sagen, ich schenke meiner Mutter Blumen. Aber was meinst du? Die Mutter, die Blumen, wo ist Dativ, wo ist Akkusativ? In diesem Video erkläre ich dir, wie du ganz einfach erkennen kannst, Dativ und Akkusativ im Satz. Und Achtung, am Ende kommt ein Geschenk, wie immer. Also bleib dran, schalte nicht aus und los geht's. Hallo, ich bin Isabella von Aula Alemanna, deine Deutschlehrerin. Dativ oder Akkusativ? Man sagt immer, Akkusativ antwortet auf die Frage, was und wen. Ne, darüber haben wir in diesem Video ganz viel gesprochen. Schau dir es unbedingt an, wenn du dir nicht sicher bist. Und Dativ antwortet auf die Frage, wem. Ja, ne, das ist diese Lehrersprache. Also, aber woran erkennt man eigentlich, was heißt wem, was, wen, wenn du die Frage wem stellst? Die Antwort bedeutet ein Empfänger, ein Adressat von einer Sache, Objekt oder von einer Aktivität. Klingt sehr, sehr kompliziert, ist aber gar nicht. Wenn ich Mutter und Blumen im Satz habe, ich schenke meiner Mutter Blumen. Ich muss nur überlegen, wer bekommt die Blumen? Oder wer bekommt etwas und wer wird geschenkt? Also ich nehme die Blumen und ich schenke sie. Das heißt, diesen Akkusativ, direktes Objekt. Ich mache direkt etwas mit den Blumen. Und meine Mutter bekommt die Blume. Also sie ist Adressat oder Adressatin oder Empfängerin. Sie bekommt die Blumen, also Dativ. So einfach ist das. So, jetzt zeige ich dir ganz klare Beispiele, wo du Akkusativ und Dativ sehen kannst und wir klären, warum ist das so und nicht umgekehrt. Also warum ist das zum Beispiel Dativ und nicht Akkusativ. Ich bringe dem Gast den Kaffee. Der Gast sitzt da und ich bringe ihm den Kaffee. Also Kaffee macht in diesem Satz gar nichts. Er ist direktes Objekt. Und ich bringe dem Gast den Kaffee. Das heißt, der Gast bekommt ihn. Also wieder Empfänger oder Adressatenrolle. Dem Gast, wem? Und was bringe ich? Den Kaffee. Also dasselbe passiert mit dem Verb erklären. Es gibt nichts Materielles, aber pass auf. Du erklärst der Kollegin den Tagesablauf. Ich frage mich, was erkläre ich? Direkt mit einer Sache. Was mache ich? Ich erkläre den Tagesplan. Das ist unser Akkusativ. Und wem erkläre ich? Der Kollegin. Warum der Kollegin? Weil die Kollegin bekommt die Information, die Erklärung. Also sie empfängt etwas, Empfängerrolle, Adressatenrolle, Dativ. Wieder, ganz simpel. Sagen, erklären, schicken, schreiben, schenken. Alle diese Verben brauchen immer zwei Objekte, Dativ und Akkusativ. Akkusativ, denk dran, es ist direktes Objekt. Mit dieser Sache oder Person passiert direkt etwas. Ich sehe die Flasche, ich drehe das Video. Und Dativ, Empfängerrolle. Beispiel Nummer 3. Wir zeigen dem Gast das Zimmer. Ja, also ich zeige, was zeige ich? Das Zimmer, Akkusativ. Und wem zeige ich oder zeigen wir? Dem Gast. Der Gast bekommt diese Führung sozusagen durch das Zimmer und das Zimmer wird gezeigt. Also der Gast bekommt etwas
und mit dem Zimmer passiert etwas. Ne, direkt. Also wieder farblich, ne? Also hier hast du alles geschrieben, was ist Akkusativ, was ist Dativ. Schau dir das in Ruhe an. Siehst du in dem ersten Satz, Gast ist Dativ, also diese türkise, sagen wir mal, Farbe. Ich bin sehr schlecht mit Farben, also verzeiht mir. Und Akkusativ haben wir in Magenta-Farbe, glaube ich, heißt das. Beispiel Nummer 2, der Kollegin. Also Kollegin ist Dativ und den Tagesplan Akkusativ. Beispiel Nummer 3. Wir zeigen dem Gast das Zimmer, dem Gast Dativ und das Zimmer Akkusativ. In vielen Sätzen gibt es so ganz einfachen Trick. Wenn du 2 Objekte hast, normalerweise die Sache ist Akkusativ und eine Person ist Dativ. Siehst du das? Dativ, Gast, Kollegin und nochmal Gast. Sache, also Akkusativ, Kaffee, Tagesplan und Zimmer. Das Problem fängt an, wenn wir 2 Objekte haben, die Personen sind. Ich mache so ein Beispiel immer. Wenn ich genug von meinen Kindern habe, kann ich sagen, also ich schenke meiner Schwiegermutter meine Kinder, wenn das sehr kompliziert ist. Ich zeige dir diese Beispiele, damit du siehst, wie wichtig das ist, Dativ von Akkusativ unterscheiden zu können. Beispiel Nummer 1. Ich zeige dem Chef die neue Kollegin. Wenn du das nicht unterscheidest, was Dativ, was Akkusativobjekt ist, man weiß nicht, ob du dem Chef oder der Kollegen zeigst. Und wen zeigst du? Deswegen ist es super wichtig. Nächster Satz. Der Chef stellt dem Team die neue Leiterin vor. Wer wird wem vorgestellt? Deswegen ist die Unterscheidung von Dativ und Akkusativobjekt mega wichtig. Mit diesem Video kannst du das aber, oder? So, kommen wir zu der Deklination vom Artikel. Du hast diese Tabelle schon in dem Video über Akkusativobjekt gesehen. Also wie ich schon gesagt habe, hier ändert sich ausschließlich der Maskulin. Das heißt, der Mann wird zu den Mann. Rest bleibt identisch. Die Frau im Nominativ, Akkusativ, die Frau. Das Kind. Also ändert sich wirklich gar nichts, nur maskulin. Wie du siehst, mit dem Dativ ist es nicht so einfach. Also da ändert sich wirklich alles. Also der Mann wird zu dem Mann. Die Frau wird zu der Frau. Das Kind wird zu dem Kind und die Leute zu den Leuten. Und hier aufpassen, im Plural bekommen die Substantive normalerweise ein N im Dativ zusätzlich. Das heißt mit den Kindern, mit den Männern, also N am Ende noch zusätzlich. Wir widmen unsere Aufmerksamkeit noch dem unbestimmten Artikel. Und hier siehst du auch dasselbe. Das ändert sich eigentlich nur der Maskulin. Das heißt, ein Mann wird zu einen Mann im Akkusativ. Rest bleibt wieder identisch. Eine Frau, ein Kind, Leute. Ändert sich wirklich gar nichts. Und im Dativ, also siehst du schon, wird wieder alles anders. Also ein Mann wird zu einem Mann und hier ein Trick. Ein unbestimmter Artikel bekommt die Endung von dem bestimmten Artikel. Das heißt, wenn du dem Mann hast im Dativ,
also den bestimmten Artikel, dem man. Im unbestimmten Artikel fügen wir einfach die Endung, also einem Mann. Em kommt von dem bestimmten Artikel. Eine Frau im Nominativ mit einer Frau, Dativ. Ein Kind, Dativ, einem Kind. Und hier Achtung wieder, Plural, ohne Artikel. Leute wird zu Leuten, ohne Artikel, weil eins gibt es nur eins. Also im Plural gibt es nicht eins. Das heißt nicht eine Leute, sondern Leuten im Dativ. Jetzt machen wir eine Übung. Also du bist dran. Pass auf. Ich sage einen Satz und du sagst mir, wo ist Akkusativ, wo Dativobjekt. Pass auf. Ich schicke dem Chef das Protokoll. Wo ist Dativ? Richtig, dem Chef. Und Akkusativ? Was schicke ich? Das Protokoll. Genau. Satz Nummer 2. Sie bringt dem Gast den Schlüssel. Überleg mal. Also, wem bringt sie den Schlüssel? Dem Gast. Der Gast bekommt ihn. Also, Gast ist Dativ. Und Schlüssel, also die Sache, die man bringt, ist Akkusativobjekt. Sehr gut. Einfach, oder? Willst du eine Liste mit den Verben, die Akkusativ brauchen und Verben, die beide brauchen, also Akkusativ und Dativ? Und noch mehr Übungen? Das ist mein Geschenk für dich. Du findest den Link in der Beschreibung von dem Video. Da ist das kostenlose Material für dich zum Herunterladen. Also, gern geschehen. Wenn dir das Video gefallen hat, klick auf Abonnieren, klick auf die Glocke, gib mir ein Like und verpasse keine Videos mehr, damit wir zusammen lernen können. Und schau dir unbedingt das Video Grammatik verstehen. Da erzähle ich ein bisschen, warum eigentlich Grammatik so wichtig ist. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal.